Freie Kunst ist ja, wie der Begriff schon sagt, frei, bei uns besonders in allen Medien. Also wir haben im Prinzip immer eine Themenvorgabe für die großen Sachen, für die Projekte, die wir machen und können aber das Material frei wählen. Das kann einerseits Video sein, das kann Foto sein, das kann aber auch Bildhauerei, digitale Sachen, alles Mögliche. Und es geht halt nur darum, eine Idee entsprechend rüberzubringen und ein Konzept dann zu entwickeln, was in allen Varianten umgesetzt werden kann. Ja, es hat mich halt fasziniert. Ich komme ein bisschen mehr aus der Grafik, habe aber auch schon Installationen probiert. Viele, die anfangen, Kunst zu studieren, machen erstmal was in Richtung 2D. Und dann kommt man an die Universität und merkt, das ist plötzlich viel, viel mehr. Meine zwei Schwerpunkte sind im Prinzip ziemlich konträr. Das eine sind große Installationen aus Holz. Ich habe zum Beispiel mal ein Blockhaus in den Uni-Innenhof gesetzt oder ein Boot, was durch die Decke gesunken ist. Und das andere sind Grafiken, Ätzradierungen und Zeichnungen. Habe ich mal was mitgebracht zum Beispiel. Das hier ist eine Radierplatte. Da wird auf eine Platte eine Art von Wachs aufgetragen. Dann wird ein Motiv reingeritzt. Das wird dann geätzt in mehreren Stufen. Und dann hat man im Prinzip einen Druck auf einer Platte, wo man bis zu 100 Drucke damit machen kann. Inspirationen kriegt man halt durch die Projekte. In den Projekten ist immer das Format, man hat ein Plenum, da gibt es entweder Input oder andere Leute zeigen, was sie selber gemacht haben und vernetzt sich im Prinzip. Also entweder jemand bringt was mit zum entsprechenden Thema, einen Film oder man geht irgendwo auf eine Exkursion und schaut sich was an. Zum Thema Krieg und Frieden waren wir zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina damals. Ich war auch schon im Produktdesigner-Projekt oder lege jetzt BWL bei den Bauingenieuren, weil es interessant für mich ist, weil ich es für spätere Berufslaufbahnen brauche. Und ja, man arbeitet auch zusammen. Und gerade das ergibt hier diese schöne kreative Energie und dass Projekte verwirklicht werden, die halt von allen Seiten abgedeckt sind oder die für alle Seiten sowas ausstrahlen. Und das ist das Faszinierende hier. Die Werkstätten sind Teil der Uni, ist auch für Gestaltungsstudiengänge einer der tollsten Teile dieser Universität mit, weil man kann einfach mit nahezu jedem Material arbeiten. Wir haben eine Holzwerkstatt, wir haben eine Kunststoffwerkstatt, wir haben eine Textilwerkstatt, wir haben eine Metallwerkstatt, Keramik ist dabei, Video ist dabei mit Schnitt- und Aufnahmematerial, Foto ist dabei, wo man selber schwarz-weiß entwickeln kann und digital arbeiten kann und im Studio. Und ich habe garantiert noch 4, 5 vergessen jetzt. Also es gibt alles, was man mitmachen möchte, so in die Richtung. Und das ist auch ja, einer der großen Vorteile hier, finde ich. Und ja, die Bauhaus-Universität habe ich mir halt ausgesucht, A, wegen der Werkstattsituation, B, weil Weimar eine unglaublich schöne Stadt ist. Und ja, Bauhaus ist natürlich auch ein Name. Also wenn man danach irgendwo ins Ausland geht, ich habe ja ein paar Reisen gemacht, und ohne dass die Leute überhaupt wissen, wie die Uni aussieht, hören sie erstmal Bauhaus und sind total beeindruckt, was auch ein ziemlich cooler Faktor ist. Ja, das ist immer die Todesfrage für einen freien Künstler. Aber grundsätzlich natürlich, freier Künstler ist freiberuflich oder freiberuflich als freier Künstler arbeiten und ja, halt verschiedene Kunstprojekte, die entsprechend an Galerien bringen oder an große Ausstellungsorte für Ausstellungen im öffentlichen Raum, würde mich sehr interessieren. Ja, das ist so das Berufsbild. Ist halt die Sache, viele sagen, es ist sehr unsicher, weil es eine geringe Quote von Leuten gibt, die entsprechend mit dem Studium dann wirklich auch überleben können. Oft muss man noch einen Nebenjob machen. Dafür macht man aber eben auch was, wo man jetzt nicht unbedingt im Büro sitzt und wo man wirklich händisch arbeiten kann, wem das liegt, wo man sich wirklich selbst verwirklichen kann, auch im Beruf. Und das ist sehr faszinierend. Und ein Professor von mir hat mal gesagt, ein freier Künstler heißt nicht nur rumchillen oder sich ausruhen die ganze Zeit, sondern ein freier Künstler, wenn er es richtig macht, hat auch einen 16-Stunden-Arbeitstag. Also ganz wichtig wäre, denkt um die Ecke und sucht euch euren eigenen Weg, weil es kommt sehr stark auf die persönliche Note drauf an. Es bringt nichts jetzt man hat ja für ein Kunststudium immer eine Mappe zum Beispiel, es bringt jetzt nichts, so eine generische Mappe einzureichen mit, ich habe eine Aktzeichnung, ich habe eine Architekturzeichnung, ich habe einmal Malerei ausprobiert, sondern beschäftigt euch mit einem Thema. Setzt euch richtig rein. Es gab mal jemanden, der hat eine ganze Mappe nur über Kühe gemacht und sich dann aber komplett von Aufzucht über wie die anatomisch aussahen, dann wie die in verschiedenen Kulturkreisen mit waren, alles mit beschäftigt und alles mit in die Mappe gehauen. Gab auch Leute, die haben sich nur mit Graffiti beschäftigt. Also sucht euch ein Thema, arbeitet euch da richtig rein, was euch richtig interessiert und arbeitet euch dran ab, weil das müsst ihr später auch machen zu einem Thema im Prinzip, was ihr euch setzt, das durcharbeiten und schauen, was sich daraus entwickelt. Und das wird auch das Faszinierende, wenn man halt nicht die ersten Ideen nur rumbringt, die ersten Zeichnungen, sondern dann wirklich in die Tiefe geht.
Die Summary ist die Jahresausstellung der Bauhaus-Universität. Ist für alle Fakultäten, also Architektur nimmt teil, Medien nimmt teil, Bauingenieurwesen auch soweit wie sie können und Kunst und Gestaltung. Und es geht darum, dass die Jahresendprojekte quasi präsentiert werden, also was man in einem Jahr erarbeitet hat. Es ist eine große Werkschau, geht über 3 Tage immer mit großer Eröffnung und ist über ganz Weimar verteilt. Und ja, es lohnt sich auf alle Fälle vorbeizukommen. Also Weimar sieht immer von außen so klein und beschaulich aus. Wenn man aber ein bisschen drinsteckt, dann merkt man, dass hier verdammt viel los ist. Also A hat man die Studierendenvertretung, die halt sehr aktiv ist, die viele Veranstaltungen macht, aber auch viele Freizeitmöglichkeiten bildet oder auch viele Interessengemeinschaften. Wir haben zum Beispiel momentan 24 Initiativen. Da gibt es welche, die beschäftigen sich mit Filmen, da gibt es welche, die beschäftigen sich mit Verlagen, da gibt es Leute, die haben eine Unigalerie aufgebaut. Dann gibt es aber auch das Seifenkistenrennen, das ganz groß hier ist, der Space Cadet Cup mit 5000 Besuchern jährlich. Es geht in alle Richtungen im Prinzip. Ja, damit kann man schon einen großen Teil der Freizeit, wenn man sich engagieren möchte. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kulturlandschaft hier. Weimar ist ja nicht nur eine Denkmalstadt, sondern auch eine lebendige Kulturstadt, wo wir jetzt mit jede Menge Studentenclubs, Freizeitaktivitäten, Kulturveranstaltungen, das Kunstfest gibt's hier, das Genius Loci, das große Fassadenprojektionsfestival, was weltweit berühmt ist. Und ganz viele Sachen, was man einfach nachher noch machen kann, abends noch machen kann. Und ja, das Positive in Weimar ist auch, dass egal wo man hingeht, man trifft immer Leute. Also man muss nicht unbedingt in einer großen Gruppe in eine Bar ziehen, weil man kennt garantiert die Leute in der Bar. Also bei Weimar kommt es natürlich sehr stark auf die Ansprüche an. Viele wohnen in WGs, das macht es auch aus. Das ist auch wieder so eine Sache, wo sich viele Fakultäten auch vernetzen, was richtig schön ist. Aber es gibt natürlich auch teurere Wohnungen, es gibt auch Einzelwohnungen hier in Weimar, es gibt aber auch Großraum-WGs, die berühmt sind über die ganze Stadt, zum Beispiel das Haberbusch, wo 10 bis 20 Leute drin wohnen, wer eher so Kommunenstyle mag. Dann gibt es die günstigeren Sachen natürlich vom Studierendenwerk. Man sollte sich ein bisschen vorher drum kümmern, vielleicht auch mal in ein Hostel gehen, eine Woche Leute kennenlernen und dann über die persönlichen Kontakte direkt was suchen, weil das bringt am meisten. Man hat am ehesten die Leute, mit denen man sich gut versteht, zum Beispiel in einer WG.